Denn quatschen wir rum. Das Gelände ist erledigt, das Wohnviertel zerbricht in 1000 Teile. Aber so wie das hier aussieht, kommt mir das fast vor, als wenn das gerade erst geschehen ist. Muss ich tatsächlich sagen. Heilarzt. Angesichts der chaotischen Zustände im Wohnviertel gab es unzählige Verletzte. Sachen fallen herunter oder die Leute stürzen. Oh dear me, what an unspeakable mess this has all become. Just look at the state of our city. Even the Zugos have stopped heeding our commands. Whatever did we do to deserve this? You really have no clue what might have caused this? Would that I have. Alas, there was no warning, no prior decree. His Highness must have deemed it unnecessary for us to know. We have no choice but to grin and bear it. But zu lächeln und es zu ertragen. Could I really be standing in the presence of his lordship, Dohalim of the House Ilkaris? I believed he was on Dana. Your eyes do not deceive you. It is I, one and the same. I have returned to fulfill a special duty, the details of which I cannot divulge. As your lordship wishes. First Lenegus mutates beyond recognition, now this unexpected visit. The Sovereign's plans are inscrutable indeed. The Ilkaris house has produced a great many lords over the centuries. I shall be praying for your victory in the latest Crown Contest. Niemand weiß, dass der Crown Contest schon längst vorbei ist. Your good wishes do me an honor. Das ist eine Sackgasse, vielleicht gibt es hier was. Gibt es etwas? Und sie. Kann mich irgendjemand hören? Bitte, irgendjemand soll antworten. Es geht hier vor sich. Warum erreiche ich niemanden? Erdbeeren. Gut. Okay, Wasserzauber. Cool. Cool. Wo bin ich? Ich war nur spazieren, aber jetzt weiß ich nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, alles fällt auseinander und sieht völlig anders aus. Ich erreiche auch Mutter und Vater nicht. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, Kinder. Ich bin sicher, es gibt eine Erklärung für alles, was vor sich geht. Aber selbst die Zeuge laufen frei herum. Das scheint mir etwas gefährlich. Zeuge sind nicht mehr als unsere Diener. Sie mögen ausgebrochen sein, aber ich versichere euch, ich habe sie bald wieder unter Kontrolle. Wenn ihr Kinder euch als stolzere näher erachtet, dann seid tapfer. Wir haben die Situation im Griff, ehe ihr euch versieht. Das halte ich für ein Gerücht. Wo ist dieser verdammte Herrscher, wenn man ihn braucht? Sieht er nicht, dass die Stadt in Schwierigkeiten steckt? Wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich bin ganz sicher, es hat einen guten Grund, dass er noch nicht aufgetaucht ist. Geben wir ihm Zeit. Hallo. In all meinen Jahren habe ich noch nie derart mächtiges Heilungsartes gesehen. Tiefsten Dank für eure Mühen, einer alten Frau wie mir zu helfen. Ja. Rezept für Obstpaviat. Paviat. Ist ja wie Pavian. Parfait. Ach, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen ist. Ein saftiges Parfait. Voller Obst und Sahne. Sahne? Ein unvergleichlicher Genuss. Aber wer zu heftig zulangt, riskiert mehr als nur Karies. Okay. Everything will be okay now. I know the basics of healing arts, but my skills pale in comparison. Orangengelee. Macht ihr da oben? Ah, der versucht den anderen zu löschen. Hat ich mit ihm geredet da? Ja. Den anderen da auch? Nö, doch.
Your lordship. Oh, what a great honor it is to finally meet you. I descended to Dana during the last crown contest also. Alas, when the contender I was backing failed to clinch the title, I returned. I witnessed the deaths of so many slaves. Indeed. Sorry to interrupt, but we're looking for a woman dressed all in red. Have you seen anyone of that description? All red, eh? No, I can't say I remember anyone like that. I imagine she'd stand out somewhat, too. Alle, die weiß sind, auf jeden Fall. Yeah. What about down on Dana during the crown contest? You didn't see anyone like that hanging around the lord you were serving? What's with all these questions? I've never seen her, okay? Not recently or otherwise. Why do you want to find her anyway? Never mind. Forget I asked. Sorry to take up your time. Die Säugel haben plötzlich nicht mehr auf unsere Befehle gehört. Sobald wir uns umdrehten, sind sie gen Horizont davongestürmt. So etwas ist noch nie vorgekommen. Wir müssen den Kampf um die Krone unterbrechen. Wir können ihn unter diesen Umständen nicht fortführen. Is everything okay? You look a little lost. Hmm? Oh, yes. I can't seem to find my way home, is all. I was just about to make my umpteenth attempt at a new route. I was hoping to head this way myself. The situation is a real pain, huh? I suppose the Sovereign knows best. I daren't stay here too long, though. A lower caste can only linger around these parts for so long before I outstay my welcome. I was hoping to avoid it, but maybe I'll have to go that way after all. You mean you know another way round? Lord Dohalim Ilkaris! But how? Last I heard, you were in Dana competing in the crown contest. Yes, strange, isn't it? If you know another route, we'd be grateful if you could tell us. But of course. Please forgive me. There's a wall that sprung up ahead of here, with what looks to be an entrance in it. I thought maybe it was a passageway between the different quarters, but I've no way of knowing for sure. It's worth investigating, at least. I shall go and assess the situation. In the meantime, wait for me here. If it looks safe, I'll come and let you know. You'd really do that for me? A lord troubling himself for someone of my lowly status? Our lot in life is of little consequence. We are both Renan, first and foremost. Oh, why yes, my lord. Thank you. Well, we've canvassed the city for information. What do you think? No one has the faintest idea what's happened to the city after all. They haven't heard the news about the crown contest either. You'd think that info would easily find its way up here. Has it always been like that? Not to this extent, which would indicate that something's suppressing the truth. That Lenegis is under some kind of control. Given everything that's happened to their city, the people here seem weirdly okay with it all. Yeah, that one guy even said Zoogle had stopped listening to him. If that's true, these people are in big trouble. Everything that happens here is attributed to the Sovereign's will. It's the way people have been conditioned. Their belief runs deep. Nothing happens devoid of a reason. To them, it's all part of the Sovereign's grand plan. The Sovereign's plan. There is one thing I'm still not sure about. Just who is this person ruling over Lenegis? The Sovereign, of course. He rules from Rena while presiding over both Rena and Lenegis. Without the lords or anyone in the middle doing his dirty work? Isn't Rena at least the same size as Dana? That's a pretty big dominion for one person to rule over. I would have thought ruling Lenegis alone would be difficult enough. The points you make are valid, though I confess I'd never given it much thought before. Here, the Sovereign's total authority is as natural as night turning to day. Come to think of it, I know nothing of the nature of how Rena itself is. Shion, have you ever been... No, forgive me. Have you met or crossed paths with, or even heard of someone who's actually made a visit to the homeland? No, I haven't. Neither have I.
In which case, I would imagine that... But no, surely not. Can it really be that no citizen of Lenegis has ever been there? Vielleicht lebt gar keiner mehr auf Renner. What are you getting at, Dohalim? Assuming what I believe to be correct, it's possible that no one on Lenegis has ever laid eyes on the actual Renan homeworld itself. No one but the Sovereign, that is. But what about trade and communication? There's got to be a flow back and forth, surely. Not if the Sovereign is imposing his will on Lenegis single-handedly. It could be a one-way street. But I thought you said that the Sovereign's all the way over on Rena. If that's the case, can he really rule directly over Lenegis from so far away? What if something were to happen to the city, like now? I'm beginning to wonder what the nature of this Sovereign even is. Alphen said he was forced into the role, right? Just before the ceremony. But Sovereign is also the title given to the almighty Renan ruler. So which one is it? Whoever wins the crown contest inherits the throne from his or her predecessor, before becoming ruler over all of Rena and Lenegis. Thereafter, that individual is known as the Sovereign. Though, it would appear that the current ruler has gone silent. As for how Volron factors into all this, at this point, I no longer know what to believe. 3 centuries ago, I became the Sovereign here on Lenegis. No, not just became, I was forced to. Me, a Danon. 300 years later, we cross paths with Volron, who also bears the Sovereign's crest. That's not the only thing we have in common. We both became Sovereign without winning the crown contest. Do you think Volron was made sovereign for the same reason? Because of that ceremony? I can't say for sure, but it certainly sounds like it. But that would mean that 2 sovereigns would need to exist at any one time. One whose job it is to rule, and the other for ceremonial purposes. We never did see Volron's body back in Ganath Haros. Is a new ceremony underway with Volron at its center this time? Could that be what's causing all this strange activity here? Wait a second. You don't think Volron and the Red Woman are working together, do you? The ceremony can't go forward without the Renis Alma. The same one that the Red Woman stole. There's something else the ceremony needs. A maiden. And unless there's another one out there aside from me... Questions, questions, and yet more questions. Ones that it seems will remain unanswered, until we can establish the Sovereign's identity. If the Forbidden Zone really is off limits to everyone but the Sovereign, that seems as good a place as any to start. For the sake of liberating Dana, too. Then it's decided. That's where we need to go. One of the citizens mentioned a passage that she thought might lead to another section of the city. It could point us in the right direction. Let's go find it. Jetzt kommen auch so viele Ideen in meinen Kopf. Was könnte das sein? Was könnte dies sein? Wie könnte es da laufen? Lenegis Bürgerschaft. I didn't realize Renans oppressed their own kind, too. And yet, weirdly, none of them seem to mind. Am I the only one who finds that strange? It is the way things have always been, so no one thinks to question it. You have experience in that regard yourself, do you not? Unquestioning acceptance of your own servitude. Yeah, that sounds about right. Even so, the quality of life here seems much higher than any Danon city we visited. I used to think it was impossible to build an ideal society without wealth. But I suppose having it doesn't always mean people are treated fairly either. More to the point, not a single citizen seems to have even heard of the Red Woman. What if she's not here? What if it turns out we're looking in the wrong place entirely? It's still too early to say anything for sure. For all we know, she might be able to blend in, move around unnoticed. I say we hold off judgment until we've exhausted every avenue. Stimmt, es war ja auch so, dass die beiden die nicht gesehen haben irgendwie, ne? Die Kunst der Konversation. Schon wieder so viel Gequatsche hier. Has that skill of yours got a name? And what skill would this be, pray tell? You know, when you're talking to people around town. The way they suddenly become putty in your hands. I'm afraid I don't quite follow. I do. It's called friendly intimidation. Look imposing and speak in a deep, booming voice, and presto, you'll have people wrapped around your finger in no time. I would never stoop to such scandalous tricks. Any feelings of intimidation are solely in the eye of the beholder.
So there is a knack to it. How do you learn it? Can anyone do it? Now you've got me curious. Is there special training to master? Let's see. An obsession with being elegant is a must. Oh, and it helps to be old-fashioned, too. Bonus points if you speak in a way no one can understand. If you've a bone to pick with me, it'd be quicker to just come out and say it. What? They look up to you, that's all. I'm just helping them along. Hey! What's got into Alvin and Law all of a sudden? I can barely understand a word they're saying. And what's with the weird poses? Was it something they ate? I hope you're willing to take the blame for this one. I wasn't expecting them to take me so seriously. I'll go and have a word with them. Geil. Gut. Wenn hat's mich wieder zum Schmunzeln gebracht. Och, komm. Kann eine Sequenz nicht kommen, wenn ich drinne bin? Jetzt dann niemand mehr da ist, der den Laden führt, frage ich mich, was diese Leute hier tun sollen. Ich meine, ihr Herrscher ist zurück in der renäischen Heimatwelt und alle ihre Lords wurden nach Diana geschickt. Aber Dohalim war ein Lord, oder? Nur amtierende Lords haben Macht. Die renäische Gesellschaft ist bei solchen Fragen streng. Selbst wenn die Lords noch da wären. Ich bezweifle, dass sie viel ausrichten könnten. Ich frage mich, was sie wohl denken würden, wenn sie Lenniges jetzt sehen würden. Balsef, Annabelle. Da fällt mir auf, dass wir abgesehen von Dohalim so gut wie gar nichts über die anderen Lords wissen. Ja schon, aber warum sollten wir? Für uns der Näher waren sie einfach Feinde, die es zu besiegen galt, mehr nicht. Vielleicht waren sie ja auch mal gut. Glaube zwar nicht, aber ich weiß, aber zu sehen, wie die Renäer in ihrer eigenen Stadt ihr Leben leben, da kommt man schon ins Grübeln. Du meinst die Vorstellung, dass die Lords auch hier leben? Ist seltsam? Ja, irgendwie schon. Wenn du so neugierig bist, warum fragst du nicht ein paar der Einheimischen über sie aus? Jeder Lord und seine Heimat hat hier auf Lenniges eine Gruppe Unterstützer. Okay. Und zum Glück für uns wissen die Leute hier nichts von den Ereignissen auf Diana, also sind sie vielleicht eher geneigt, mit uns zu sprechen. Eine Quest. Okay. Da haben wir schon den ersten. So kommen wir doch nicht voran hier. Ihr wollt wissen, welchen Lord ich unterstütze? Wieso? Werbt ihr um Unterstützung für jemanden? Ich stehe auf der Seite seiner Exzellenz Evolsei Teldilis. Ihr kennt ihn vermutlich besser als Lord Balsef. Ich weiß, dass ihn viele für einen Haudegen halten. Glaubt mir, ich weiß, dass er ein aggressiver Mann sein kann. Diesen Leuten ist jedoch nicht klar, wie sehr er sich um die Mitglieder seines Hauses kümmert. Es ist durchaus so, dass Haus Teldilis wenig Ansehen genießt. Die von uns, die ihm dienen, geben das bereitwillig zu. Aber seine Exzellenz verteidigt uns gegen jeden, der uns schaden will. Das ist gewiss. Seine Bemühungen im Kampf um die Krone dienen nicht nur seiner Familie. Er will damit den Stand jedes Mitglieds seines Hauses verbessern. Ich verdanke seiner Exzellenz so viel. Ich würde es nie erträumen, einen anderen Lord zu dienen. Okay. Balsef had it in him to care about someone other than himself? Really? It's possible. A change in position can do much to alter one's perspective. So even he might have had something he wanted to protect. Ja. Vielleicht waren sie doch mal alle gut. Lord Dohalim, ihr seid zurückgekehrt. Und wie sehr brachtet ihr Gehilfen mit? Erinnert ihr euch an meine Wenigkeit, mein Lord? Gewiss doch, ja? Ich unterstütze nicht nur das Haus Quaras, sondern auch seine Lordschaft persönlich. So sehr, dass ich meine Wertschätzung seiner Lordschaft mit jedem zu teilen ersuche, der mir Gehör schenkt. Wie es sich ergibt, plane ich meine ausführlichen Schriften zu diesem Thema durch eben dieses Terminal zu publizieren.
auf das es jeder lese. Doch seit die Kabel nach den jüngsten Aufruhren durchtrennt wurden, konnte ich sie noch nicht hochladen. Ich weiß, da ihr mich gerade persönlich beehrt, lese ich es euch einfach vor. Okay, Räusper. Es gibt einen famosen Mann, dessen Attraktivität nur von der Schönheit seiner Worte übertroffen wird. Jede Silbe ein Gedicht. Er entstammt dem rühmlichen Hause Ilquaras und trägt den Namen Lord Dohalim. Musik ist seine Passion, die Künste seine große Liebe. Der gemeine, barbarische Pöbel seines Landes erblasset angesichts seiner Herrlichkeit. O preiset ihn Lord Dohalim. So vollendet und majestätisch ist seine Haltung, der bloße Gedanke daran ersetzt mich in höchster Ekstase. Sobald er unser Herrscher wird, soll für Renner eine neue Blütezeit anbrechen. Eine Ära des Wohlstands für uns, unsere große Zivilisation. Bis dieser glorreiche Tag kommt, werde ich auf ewig für seinen Sieg beten. Ab morgen, Mittag oder Abend. Keuch, keuch. Nun, was denkt ihr, mein Lord? Ich schüttle auch. Ich schütte mein ganzes Herz aus, um euer Wesen angemessen wiederzugeben. Moment, ich vergaß völlig die Vorliebe seiner Lordschaft für das Sammeln kostbarer Artefakte zu erwähnen. Ich muss die Zeit nutzen, in der die Verbindung getrennt ist, und mein Versäumnis beheben. Nur dann ist mein Meisterwerk vollendet. Okay. I guess she intended to spread it throughout all of Lenegis then. Good thing the lines were down so she couldn't. It almost sounded like she was praising them too. Maybe there was more to the guy than at first glance. I shall refrain from commenting. Natürlich ist ganz oben noch einer hier. So eine Kiste ist aber keine. Ey, du. Unerhört, dass jemand versuchen würde, mich von Haus Valkyries abzubringen. Valkyries. Was wollt ihr? Sagt mir nicht, dass ihr für Lord Dohalim arbeitet oder diese schreckliche Almedra, oder? Nicht? Naja. Jagt mir nicht so einen Schrecken ein. Um eure Frage zu beantworten, meine Familie unterstützt seit Generationen Haus Valkyries. In der Tat, ich tue, was ich kann, um Lord Gernabelt, hinter den Kulissen zu unterstützen, damit er siegreich hervorgeht. Viele halten ihn für einen grausamen Menschen, aber ich bin überzeugt, dass sie sich irren. Ich leugne nicht, dass er streng sein kann, aber er stellte Renners Interessen vorn an wie kein anderer. Ja, er wirbt sogar dafür, dass wir Dana kolonialisieren und unsere Horizont erweitern sollten, statt in Lenegis zu bleiben. So werden wir Herren beider Welten und sind auf Danas Oberfläche keine Minderheiten mehr. Deshalb möchte er der nächste Herrscher werden. Sagt mir, könnte es höhere und edlere Motive geben als das? Ich meine nicht. Es ist ein Streben nach Macht für den Fortschritt aller Renäer. Das macht ihn zu einem so beispielhaften Lord. Ein Vorbild für alle. Obwohl ich ihn selbst nicht begleiten durfte, hatten meine beiden Söhne das Privileg, mit ihm auf die Oberfläche zu kommen. Als Vater erfüllt es mich mit endlosem Stolz. Ganabelt was so horrible to people. Yet he was invested in helping Rena succeed. Doesn't that seem just a little inconsistent? I'm perhaps biased in this matter, I admit. However, in my mind, while all lords vie to become the next sovereign, they're also meant to serve as guardians of all of Rena. It seems like Ganabelt also had people he cared about until the very end. So why couldn't he extend that to us Danans? Okay. Also endlich weiter. Migal. Okay, Gegner scheinbar noch nicht, aber weiter mit der Nebenquest. The effects of Lenegis' transformation appear to be less pronounced here. Or, viewed another way, this area was simply luckier. Pardon me,
Dieses Gebiet unterliegt der alleinigen Jurisdiktion von Haus Kaineres. Das war die andere, ne? Ich muss euch auffordern, sofort zu gehen. Gewiss wollt ihr nicht vorgeben, nichts ahnt über unser berühmtes Haus zu sein, beherrscht vom geschätzten Lord Almedra. Falls doch, rufe ich euch an, gut zuzuhören. Nun, ihr solltet so oder so gut zuhören. Ist euch je aufgefallen, dass in der Geschichte von Lenegis nur wenige Frauen den Titel des Lords erlangten, um im Kampf um die Krone anzutreten? Quasi ist jetzt sowas wie für mehr Frauenrechte, ja. Es gibt zahlreiche Theorien zu den Ursachen, aber Lord Almedra träumte alle Zweifel der Neinsager durch schiere Macht aus. Sie stürzte nicht nur ihren Vater und vorherige Familienanführer, sondern entfernte auch ihren älteren Bruder, um den Thron selbst zu besteigen. Sie ist eine Frau, die vor nichts Halt macht, um zu erlangen, was sie möchte. Eine Frau, die ihren Feinden keine Gelegenheit zum Angriff bietet. Lord Almedra ist wahrlich eine talentierte Frau. Niemand sonst verkörpert die Tugend unserer Meritokratie besser als sie. Bald schon wird das Zeitalter einer glorreichen Herrscherin über ganz Lenegis aufbrechen. Für Frauenrechte. And some people here not only shared her belief, but championed it as morally right too. That doesn't make it true. Too bad they couldn't see through her. Yeah. Was geschieht hier? Ich verstehe nicht. Es gab keinen Erlass zur Ankündigung. Wie sonst immer. Du hast recht, selbst wenn es ein Unfall war, ist es doch seltsam, dass wir vom Herrscher noch kein Wort dazu gehört haben. Täuschen mich meine Ohren, oder willst du damit sagen, dass du den Herrscher nicht vertraust? Zu deiner Information, ich verteile das der Delegation, die im Rahmen des vorherigen Kampfes um die Krone mit ihm darunter nach Dana reiste. Er war ein brillanter Mann, auch im Umgang mit Astrates. Ich bin sicher, er ist über die Situation im Bilde und hat bereits einen Plan. Bis dahin müssen wir einfach abwarten und auf sein Urteilsvermögen vertrauen. Mein Vieh ist schon wieder fertig. Und irgendwas habe ich gerade aufgenommen. Du hast mir das Leben gerettet. Wie ich wäre hinüber, wärst du nicht im richtigen Moment gekommen, mein Fräulein. Wir mögen mitten in einen Kampf um die Krone stecken, aber ich wüsste nicht, dass eine so begabte Astralpraktikerin unter uns ist. Verzeiht. Ach, du musst dich nicht so tief verbeugen. Ich habe nur den Schwachpunkt dieses Zeugels getroffen. Ich dürfte nicht mal runter nach Dana für den Kampf um die Krone, also bin ich nicht sicher, was ich von deinem ganzen Lob halten soll. Wo ist mein Haus? Ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme. Die halten mich gerade noch davon ab, dahin zu gehen. Als Mitglied der oberen Kaste befehlige ich, eine Route von hier zum Nachbarsviertel zu erkunden. Bitte nicht, das kann man doch nicht von einem alten Mann wie mir erwarten. Nicht, wenn in den Teil der Stadt Zeugel wild umherstreuen. Genau deshalb sollst du dich darum kümmern. Du willst dich doch nicht einen Befehl widersetzen, oder? Was soll der alte Mann machen? Die Zeugel besiegen. Nett. Das Wohnviertel ist völlig zerstört. Die Straßen sind chaotisch und wir haben keinen Strom. Auch die Informationsschalter sind ausgefallen. Wir können mit keinen anderen Renäer unten in Dana Kontakt aufnehmen. Ich frage mich, ob der Herrscher weiß, was vor sich geht. Und er wird ja dann Verfechter von dem anderen sein. Geradezu abscheulich. Ach, ich habe gerade nur etwas über Wohlran gelesen. Kann ich euch helfen? Ich war immer ein überzeugter Unterstützer von Lord Urvagil Hildris. Wäre er nicht so plötzlich auf der Oberfläche gestorben, wohl noch immer. In meinen Augen ist Lord Urvagil der wahre Wasserlord.
Ich glaube keine Sekunde daran, dass er bei einem Unfall starb, wie es heißt. Und was Wohlrans Herrschaft über Ganaharos angeht, ich mag gar nicht daran denken. Er versklavt nicht nur Danea, sondern auch Renea. Wir mögen in einer Gesellschaft leben, in der der Sieger alles bekommt, aber seine Handlungen verstoßen gegen Grundgebote unseres Volkes. Und außerdem, was für eine Erblinie soll dieses Haus Igniseri überhaupt sein? Bis er auftauchte, hatte ich noch nie davon gehört. Das kann nur bedeuten, dass er zum niederen Pöbel der Gesellschaft zählt. Dass eine derartige meine Familie plötzlich einen Astralpraktiker hervorbringt, der zum Lord aufsteigt, ist völlig unerhört. Nichts davon ergibt Sinn, ganz zu schweigen von Aufruhr, der hier zuletzt herrschte. Was wird nur aus unserem Volk? Aus unserem Volk? It seems like the people on Lenegis don't really know much about Volran either. I remember being quite surprised when the Lord of Ganaharos changed so abruptly. Didn't you have any doubts that something suspicious was going on? On the contrary, remember, we Renans are raised to accept everything at face value. When you think about it, the families of Renan lords must see them differently than the rest of us. Yeah, despite the brutality they're known for. They must have had a lot on their shoulders, carrying all the weight and responsibilities of Renan society. Renans live in a world where strength and power determine their position in the social hierarchy, so they tend to grow up fiercely competitive. But their loyalty to their people is also strong. It's what brings them together against outside forces, and nothing exemplifies that more than the Lords. That's what makes them the guardians of all of Rena, so to speak. Right. It's the same reason Balsif hated my guts, and Ganabelt went after you. Because we're threats to Rena. Guess that makes you an even bigger oddball than we thought. So, Alphen, have you gained anything from all of this? Yeah. I think it's made me realize that the Lords were all people, too. Balsif and the others, they all had their own circumstances to deal with as they went through life. Yeah, but still, just because they had loved ones in their lives doesn't mean... I know. What they did was horrible. I'm not trying to dispute that. But at the same time, they weren't incomprehensible monsters either. They were individuals, just like the rest of us. So I guess what I'm trying to say is... You're saying that they weren't bad because they were Renans, or because they were terrible monsters. Even if they did terrible things, they were still just people. Am I wrong? Mic off. Not at all. Being a Danan doesn't make you a good person. And being a Renan doesn't make you a bad one. I think that's something we've all seen. Shion and Dohalim definitely make a good case for it. And I'm going to keep doing my best to make sure I earn that trust. As a fellow human being above all else. Mic on. Geld und FP. Kurzen Hustenanfall hier.